Seit 1981 kennen wir die eiserne Regel des Krebs und wir kennen seither die Korrelationen zwischen biologischen Konflikten und Organlokalisation des Krebsgeschehens. Das 1983 entdeckte ich nun die sogenannten Hamerschen Herde, die von meinen Gegnern so benannt wurden. Damals konnte ich aber diese Hamerschen Herde immer nur in der konfliktgelösten Phase erkennen. Dann hatten sie nämlich intra- und perifokales Ödem. Aber das war nur eine Frage der Zeit, denn ich war natürlich auf der Suche, was passierte in der voraufgegangenen konfliktaktiven Phase. Und das gelang mir natürlich inzwischen habe ich 10.000 Scanner, Hirn-CTs untersucht. Und da fand ich natürlich zwangsläufig diese Hamerschen Herde in der konfliktaktiven Phase, denn die musste man ja finden, wenn man entsprechend Erfahrung hatte, wenn man schon vorher wusste, wo welcher Herd im Gehirn zu erwarten war in der konfliktaktiven Phase. Und das erste Bild ist nun also solch eine Schießscheibenkonfiguration oder eine Ringformation oder Ringstruktur, früher von meinen Gegnern Artefakte genannt, weil sie glaubten, der Apparat würde diese Schießscheibenkonfiguration durch eine Drehbewegung verursachen. Das stimmte aber nicht, wie Sie gleich sehen werden. Ich habe jetzt einfach mal fast wahllos solche Hirn-CTs aneinandergereiht, damit Sie da mal einen Durchblick bekommen. Ich werde Ihnen dann auch eine ganze Reihe von Hirn-CTs zeigen, wo man eindeutig einen Duktus zeigen kann. Den kann man im Grunde bei allen zeigen, wenn man diese Hirn-CTs in der richtigen Zeitabständen macht. Bei diesem CT, meine Damen und Herren, das in der schon fast geheilten Phase aufgenommen ist, sehen wir, dass eine dieser Schießscheibenringe nun gliös vernarbt ist. Wir können, wenn man das ganz genau fotografieren würde, würden wir auch noch mehrere solche Ringe sehen. Und wir sehen noch das intrafokale Ödem und das perifokale Ödem, aber nur noch wenig perifokales Ödem. Diese ehemalige Schießscheibenkonfiguration nun, fast geheilter Hamerscher Herd, würde also von meinen Gegnern als Hirntumor im rechten Thalamus angesehen werden. Es ist aber kein Hirntumor, da sich ja Hirnnervenzellen nicht mehr teilen können und was wir da weiß sehen, ist nur Glia. Hier wieder so ein Hamerscher Herd auf der rechten Seite, entsprechend einem Revierkonflikt. Was Sie da sehen, ist also ein gliös eingelagerter Ringstruktur. Das könnte jeder Histopathologe natürlich nun als Gliom diagnostizieren. Das dunkle Innen ist das intrafokale Ödem und das Außen ist das perifokale Ödem. Die Heilung ist also noch nicht ganz abgeschlossen, aber schon fast abgeschlossen. Hier eine sehr interessante Kernspintomographie-Aufnahme, die zwei Hamersche Herde in beiden Sehrinden des Okzipitalhirns zeigt. Und man sieht sehr gut noch dieses Zentrum beiderseits und diese gliöse Einlagerung in einer inzwischen nicht mehr kreisrunden Ringformation. Hier eine einzelne ödematisierte Ringstruktur im sensorischen Rindenzentrum. So kann also ein Hamerscher Herd aussehen, unmittelbar nach Beginn der Lösung. Das seltsame Phänomen, mit dem wir hier konfrontiert werden, ist, dass diese Ringformation ja über die Hirnmitte hinwegläuft. Und zwar scheinbar sogar über die Falx hinwegläuft, also die Trennung zwischen den beiden Hemisphären.
In Wirklichkeit müssen wir uns das wohl vorstellen wie eine stehende Welle, als wenn ich einen Stein ins Wasser geworfen habe. Und diese Ringformation scheint über den Balken miteinander in Verbindung zu sein. Überhaupt können viele nicht begreifen, warum ich diese früher als Artefakte vermuteten oder angesehenen Ringstrukturen nun so klar und eindeutig einordnen kann. Aber es ist ja nicht so, dass da nun irgendwo ein Ring ist und einer, der eigentlich physikalisch gar kein Artefakt sein könnte, schon aus physikalischen Gründen, sondern der muss ja an einer ganz bestimmten Stelle liegen und liegt an einer bestimmten Stelle, die eben zu dem Konflikt und zu der Lokalisation des Krebses oder des Krebsäquivalentes dazugehört. Und diese bestimmte Formation hat eben auch ihren Duktus, hat ihre Entwicklung, so wie wir hier sehen. Diese Ringformation bekommt also hier Ödem, und Ödem kann ja nun wirklich nichts mit Artefakt zu tun haben. Ja, das ist so eine typische Ringformation, die wir früher als Artefakt angesehen hätten. Aber wir hatten mit einer großen deutschen Firma eine vertragliche Abrede getroffen und haben gesagt, wenn in dem Wiederholungs-CT diese Rundformation ebenfalls so zu sehen ist, dann war es kein Artefakt. Und ich zeige Ihnen im Verlauf dieser ganzen Serie mindestens 10 solche Fälle, wo wir Computertomographie-Untersuchungen gemacht haben oder Kernspintomographie-Untersuchungen, und wo Sie immer dann verfolgen können, wie sich dieser Hamersche Herd entwickelt auf dem nächsten Scanner. Bei dieser Patientin sehen wir also hier eine Konfliktaktivität mit scharf gezeichneten Ringen, und im nachfolgenden Scanner, 3 Monate später, werden Sie sehen, dass diese Ringformation nun in die Heilung übergegangen ist und mit Glia eingelagert worden ist. Hier sehen Sie nun diesen Scanner 3 Monate später. Sie sehen, dass der Hamersche Herd an der gleichen Stelle ist, aber die Ringformation eben verändert ist und mit Glia eingelagert ist. Wir haben hier eine Patientin, von der wir 2 Scanner haben im Abstand von einem Monat. Wir sehen hier dieses breite perifokale Ödem im äußeren Ring. Sehr gut zu sehen, diese Ringformation, die wir früher vielleicht auch als Artefakt angesehen hätten. Hier das Bild 4 Wochen später. Wir sehen, die Ringformation ist noch an der gleichen Stelle, aber sie hat kein Ödem mehr, praktisch kein Ödem mehr, dafür etwas Glia eingelagert. Wir hätten schon Schwierigkeiten, diese Formation als Artefakt anzusehen, aber das Wichtige ist, sie ist an der gleichen Stelle gelegen wie diese Formation vor 4 Wochen. Hier eine andere Patientin mit ausgesprochen scharf markierten Ringformation. Wir sehen mehrere Kreise, und wir haben von dieser Patientin auch einen zweiten Scanner in kurzem Abstand. Diese beiden Scanner, dieser und der nächste, sind also 4 Monate nach dem vorangegangenen Scanner gemacht worden, und wir sehen, dass zwischen diesem vorangegangenen Scanner und diesen beiden nun die Heilungsphase gelegen hat. Auf dem ersten Scanner war der Konflikt noch aktiv, die Ringe scharf markiert. Jetzt sind sie nicht mehr gelöst, sind schon Glia eingelagert, aber man sieht noch deutlich, dass der Herd an der gleichen Stelle ist, aber verändert. Hier ein äußerst interessantes Bild eines italienischen Patienten, das nur wenige Stunden nach der Konfliktlösung angefertigt worden ist. Man sieht also dort an der Spitze des Pfeils, dass der äußere Ring dieser Schießscheibenkonfiguration ödematisiert ist, das heißt, die Heilung hat gerade begonnen. Das Interessante an diesem Bild ist nun, dass die Ringe zwar gut zu sehen sind, aber nicht scharfrandig.
So sehen wir das, wenn ein Patient mehrmals den Konflikt gehabt hat und immer wieder gelöst hat. So sieht das dann aus. Dieser Patient ist also wieder in einer geheilten Phase, aber hat mehrmals hin und her gegangen. Sehen Sie, das ist ein typischer Fall eines geheilten Hamerschen Herdes. Das Besondere ist, dass man in der Mitte dieses Zentrum so gut sehen kann. Es sind also diese Ringe zum Teil eben noch zu sehen. Links ist diese Standardschicht und rechts ist die koronare Schicht. Von dem letzten Fall zu diesem kann man sagen, dieses Konfliktgeschehen war noch öfters aktiv und wieder gelöst, und dann sieht das so aus. Auch hier wieder so ein geheilter oder fast geheilter Hamerscher Herd, wo man die einzelnen Ringe als gliöse Kugelringe, muss man eigentlich sagen, sehen kann. Je nachdem, wie der Schnitt ist, sind sie eben mehr oder weniger rund oder tangential getroffen oder jedenfalls so sieht das aus, wenn das also nachher Glia eingelagert hat. Das hätte man alles früher als Hirntumoren herausoperiert. Hier ein Bild, wo ein Patient zwei solche Rundformationen hat. Das eine ist ganz dunkel, links parietal, und der weiter zur Mitte hin ist also schon ein altes Geschehen, was also abgeheilt ist. Da zeigen die Pfeile drauf. Diese beiden Bilder und die nächsten beiden Bilder sind vom gleichen Patienten, und das Besondere ist daran, dass man also sieht, dass diese Ringformation durchaus also Massenveränderungen im Gehirn macht. Sie sehen, dass die Hirnventrikel unterschiedlich komprimiert sind, und das sind also Zeichen, die wir als raumfordernden Prozess bezeichnen würden. So etwas kann kein Artefakt machen. Dies ist ein ganz besonders interessanter Fall, denn hier haben wir auf der Standardschicht links eine eindeutige Schießscheibenkonfiguration. Früher hätten wir gesagt, einen Artefakt. Und rechts sehen wir auf der koronaren Schicht, dass aber dieser vermeintliche Artefakt wiederzusehen ist, also kein Artefakt sein kann. Denn rechts haben wir so eine halbkreisförmige Formation oder eigentlich besser eine halbkugelige Formation. Das heißt, so könnten wir eigentlich überhaupt ganz leicht alle diese Rundformationen als Nicht-Artefakte verifizieren, wenn wir entweder den Patienten verlagern oder eine zweite Schicht fahren, entweder koronar oder irgendeine andere. Hier eine Patientin mit zwei solchen Schießscheibenkonfigurationen. Die frontale ist also geheilt, die ist ringförmig mit Glia eingelagert, die in der Mitte ist noch in Heilung. Natürlich kann ein Patient nach bisheriger Vorstellung keine zwei Artefakte haben, denn die CT-Röhre könnte sich ja nur um einen Mittelpunkt drehen. Aber ich habe Patienten, die 2, 3 oder sogar 4 Schießscheibenkonfigurationen gleichzeitig miteinander haben. Hier haben wir ein Kernspintomogramm mit einer geprägten Schießscheibenkonfiguration, allerdings in der Heilungsphase. Wir sehen beim Kernspin, außer wenn man wirklich Glück hat und eine ganz gute Aufnahme präsentiert bekommt, können wir beim Kernspin nur in der Heilungsphase diese Schießscheibenkonfigurationen sehen, wenn sie also Ödem einlagern. Deshalb sehen wir hier diese dunklen Ringe. Das bedeutet also, dass dieser Hamersche Herd in Heilung ist. Bei diesem Patienten haben wir eine Glia-Formation, die sich mit Kontrastmittel stark anfärbt. Der Patientin hat also früher schon mal einen solchen Herd gehabt, eine Schießscheibenkonfiguration. Wir werden gleich sehen, dass die dann nochmal wieder
aktiv geworden, der gleiche Konflikt nochmal aktiv geworden ist und nochmal eine Lösung erfahren hat. Hier nochmal der gleiche Patient, aber diesmal ohne Kontrastmittel, und man sieht, dass da rechts ein deutliches Ödem ist, zu erkennen an dem dunklen Saum, auch intrafokal, auch links. Der gleiche Konflikt ist also nochmal wiedergekommen und hat nochmal wieder eine Schießscheibenkonfiguration gemacht und ist inzwischen ein zweites Mal in Lösung. Hier ein Bild eines Kindes nach einer Impfung, die wegen Schönheit am Rücken durchgeführt wurde, eine Pockenimpfung. Das Kind schrie also fürchterlich und war von da ab tetraplegisch, das heißt an allen 4 Extremitäten gelähmt. Und so sieht das aus, diese Schießscheibenkonfiguration mit Zentrum im motorischen Rindenzentrum. Auch hier wieder so eine Schießscheibenkonfiguration, wo auch wieder eine Massenbeeinträchtigung des Gehirns vorliegt. Auch sowas kann eben absolut kein Artefakt sein. Hier sehen Sie das Gehirn einer linksfüßigen Dackelhündin. Sie sehen, dass die mit der linken Pfote nach der Brust bettelt. Und Sie sehen 2 Hamersche Herde, einen rechts unten, einen rechts oben, beide in Lösung. Diese Dackelhündin hat eine Magenepilepsie, die sie nach den 4 biologischen Gesetzmäßigkeiten der neuen Medizin nur dadurch bekommen konnte, dass sie linksfüßig ist. Denn eine rechtsfüßige Dackelhündin würde keine Magenepilepsie bekommen. Hier sehen Sie das Bild einer in schizophrener Konstellation gewesenen Patientin, die also rechts und links so eine Schießscheibenkonfiguration in der Lösung hat, also mit intra- und perifokalem Ödem und mit Kontrastmittel anfärbbar. Und wenn Sie ganz genau hinsehen, dann sehen Sie oben rechts frontal noch so einen Hamerschen Herd, der stark weiß mit Glia angefärbt ist. Es gibt also Patienten, die 2, 3 und sogar 4 Hamersche Herde gleichzeitig haben. Und es gibt sogar welche, die sie teils in Konfliktaktivität haben, also in Schießscheibenkonfiguration, und teils in Konfliktlösung, also mit intra- und perifokalem Ödem, wie diese Patientin. Hier ist interessant, links ein Computertomogramm, rechts ein Kernspintomogramm, und wir sehen links im Stammhirn diese Rundformation und rechts, wo der Pfeil hinzeigt, diese gleiche Formation, aber im Kernspin sieht die ganz anders aus, je nachdem, wie viel Wasser sie enthält bzw. nicht enthält, sieht man, dass das also sich verschieden darstellt, wenn es mit Kontrastmittel angefärbt wird oder nicht angefärbt wird. Und bei dem Computertomogramm links sehen wir nun rechts frontal basal, also noch so eine Rundformation, von der wir aber nur einen Teil sehen können. Wenn wir natürlich eine andere Schicht hätten, die quasi rechtsfrontal tangential ansetzen würde, dann würden wir auch da eine schöne Rundformation sehen. Diese Rundformation hat Ödem, ist ganz eindeutig in frischer Lösung. Und wir sehen an diesem Bild besonders schön, dass es eben nicht egal ist, wie diese Rundformationen aussehen, sondern sie haben einen bestimmten Entwicklungsstand im Rahmen dieser Erkrankung, entweder konfliktaktiv oder konfliktgelöst. Diese kleine Dokumentation mag Ihnen zeigen, dass man schon nach physikalischen Erwägungen 90–95% dieser Rundformationen oder Hamerschen Herde als Artefakte einfach ausschließen kann. Aber die 4 biologischen Gesetzmäßigkeiten der neuen Medizin sind noch viel präziser und noch viel schärfer. Sie fordern nämlich, dass jede dieser Rundformationen, sofern es die einzige Herd ist,
ganz präzise sämtliche Bedingungen dieser 4 biologischen Gesetzmäßigkeiten, und das sind etwa 20, streng erfüllen muss. Dieses Kernspintomogramm, koronare Kernspintomogramm in Höhe der Vorderhörner und frontal davon, ist besonders interessant. Wir sehen also eine Rundformation mit stark ödematisiert, und das Besondere ist daran, dass also erstens mal der Balken offensichtlich mit einbezogen ist und zweitens, dass also die Falx durch diesen Prozess läuft und der Prozess also rechts und links davon sich ausgedehnt hat. Wir können uns hieran gut vorstellen, wie so eine Ringformation in der konfliktaktiven Phase, wie so eine stehende Welle durch die Falx hindurchläuft. Das Besondere an diesem Kernspin ist ja, dass man also nur in der konfliktgelösten Phase solch eine Rundformation im Kernspin sehen kann. Und ganz offensichtlich ist das also so eine Rundformation eben im Kernspin. Hier sehen wir wieder einen Fall, wo 2 Rundformationen zu sehen sind, und der frontale von den beiden entspricht also einem Konflikt des sich Sträubens und auf organischer Ebene einem Diabetes mellitus. Der hintere im sensorischen und postsensorischen Rindenzentrum gelegen, entspricht einem Trennungskonflikt. Sie sehen, dass der untere, also der hintere, den äußeren Ring noch scharf markiert hat, während er in der Mitte offensichtlich schon Tendenzen hat, sich zu ödematisieren, und dieser ist also praktisch halb gelöst. Wir reden von einer hängenden Lösung, die also noch nicht vollständig abgeschlossen ist. Genauso kann diese Lösung hängen, wenn das Zentrum noch scharf markiert ist, aber die Peripherie schon verschwimmt. An diesem Fall kann man besonders schön sehen, dass es also sehr darauf ankommt und dass es genaue klinische Relevanz hat, wie diese Ringformation aussieht, wie sie im Zentrum, wie sie peripher aussieht und so weiter und so fort. Alles das hat seine besondere Bedeutung im Rahmen des Konfliktverlaufs oder des Krankheitsverlaufs, besser gesagt. Diese Bilder mit einer sehr deutlich sichtbaren Schießscheibenkonfiguration haben wieder eine Besonderheit, und zwar die, dass der äußere Ring deutlich dunkel gefärbt in Lösung ist, der innere Ring aber offenbar schon mal in Lösung war. Denn dieser innere Ring ist nicht mehr richtig rund, sondern er ist schon so eingedellt, sagen wir, also schon nicht mehr rund und hat schon Glia-Einlagerung. Das entspricht eben genau auch diese Schießscheibenkonfigurationszentrum ist also im motorischen Rindenzentrum gelegen, interhemisphärisch, geht also über den Balken in Kommunikation. Die eine Seite ist mit der anderen Seite über den Balken in Kommunikation, also wie so eine stehende Welle. Und wir sehen deutlich noch das intrafokale Restödem und ein Auseinanderdrängen der Seitenventrikel. Das folgende Tomogramm mit einer Schießscheibenkonfiguration mit Ödem, also in der Heilungsphase, ist von einem jungen Mann, dessen Trennungskonflikt etwa seit 3 Wochen in Lösung ist. Wir sehen deutlich, dass die Ödematisation, besonders auf dem linken Bild. Das war ein kleiner Exkurs durch die unendliche Reihe der Hamerschen Herde und durch die verschiedenen Formationen dieser Hamerschen Herde, denn es gibt ja nun diese scharfkreisigen Schießscheibenkonfigurationen, es gibt die ödematisierten Formationen dieser runden Kreise und es gibt die geheilten, gliomatisierten oder gliösen Formationen.
Und bisher wusste man überhaupt nicht, wie die zusammenhingen ob die überhaupt zusammenhingen. Aber jetzt können wir sagen, jeder Patient hat, wenn er einen Konflikt, einen aktiven Konflikt und ein Krebswachstum hat, dann hat er solch eine Schießscheibenkonfiguration im Gehirn, und zwar eine scharfkreisige. Wenn er seinen Konflikt gelöst hat, dann hat er eine ödematisierte Formation, und wenn er schließlich wieder gesund ist, dann hat er Glia-Einlagerung, dann hat er diese gliöse Formation. Und nun betrachten wir uns das Ganze mal auf dem Schaubild, und jetzt sehen wir, dass diese 4 biologischen Gesetzmäßigkeiten, die eiserne Regel des Krebs, das Gesetz von der Zweiphasigkeit der Erkrankungen, das ontogenetische System der Tumoren und Krebsäquivalente und das ontogenetisch bedingte System der Mikroben, dass diese 4 biologischen Gesetzmäßigkeiten ganz strenge Kriterien haben und dass wir diese Formation dieser Hamerschen Herde im Gehirn streng danach beurteilen müssen, in welche Phase sie gehören. Also zum Beispiel diese Schießscheibenkonfigurationen mit den scharfen Kreisen gehören immer in die sympathikotone Phase. Die ödematisierten Kreise gehören in die vagotone Phase und die gliösen Formationen gehören in die geheilte Phase. Und nun können wir vielleicht auch verstehen, warum wir nicht alle diese Schießscheibenkonfigurationen sehen können, denn das hängt ja zum Teil von der Schicht, von dem Schichtwinkel und von der Schichtebene ab. Also zum Beispiel manche Schießscheibenkonfigurationen können wir in den Standard-CT-Schichten gut sehen, andere in der koronaren Schicht viel besser, wieder andere in einer sagittalen Schicht. Da das Gehirn ja fast rund ist, so können wir diese Schießscheibenkonfiguration, die ja oft kugelig in der Realität, in dreidimensionalen, oft kugelig sind oder vielleicht auch wie Röhren sind, je nachdem. So können wir die auf verschiedenen Schichten verschieden gut sehen. Die konfliktaktive Phase kann man sicher im Computertomogramm besser sehen. Die konfliktgelöste Phase kann man sicherlich genauso gut oder besser im Kernspin-Tomogramm sehen. Und die geheilte Phase kann man sicher im Kernspin am besten sehen. Und das ergibt sich jetzt ganz zwangsläufig einfach aus diesen verschiedenen Phasen, in denen wir diese Hamerschen Herde finden und auch erwarten dürfen und müssen. Und das Ganze ordnet sich so logisch und so klar, dass zum Schluss ein Streit darüber, ob das noch Artefakte sein könnten, eigentlich völlig illusorisch ist, nachdem ja feststeht, dass man solche Artefakte überhaupt gar nicht künstlich produzieren kann. Und nachdem wir ja diese bisher als Artefakte verdächtigten Hamerschen Herde genau verfolgen können, wie ich Ihnen gezeigt habe, wir können sie von der konfliktaktiven Phase, wenn wir sie dort treffen, durch die Konfliktlösungsphase bis zum geheilten, also gliösen Zustand verfolgen. Und es stimmt wirklich, was der Professor Pfizer, der Dekan der Medizinischen Fakultät Düsseldorf im Juli letzten Jahres gesagt hat in einem Interview: Herr Hamer, Sie werfen die ganze Medizin über den Haufen mit Ihrem ontogenetischen System der Tumoren und Krebsäquivalente. Und das ist wohl auch der Fall. Und so wollen wir auch ruhig die Vorstellung von Artefakten auf den Schrottplatz der Medizin tragen.